In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Unterstützungsstrukturen für solidarische Ökonomien. Das heißt, mit Möglichkeiten, mit Organisationen, mit Methoden, mit gewachsenen Strukturen, die der solidarischen Ökonomie Hilfestellung leisten, sich auszubreiten, sich zu professionalisieren und sich auch weiterzuentwickeln. In der ersten Episode geht es dabei darum, diese Strukturen anzuschauen, und in der zweiten Episode beschäftigen wir uns mit Methoden, Erfahrungen und Bedarfen. Lernziele für Sie sind, dass Sie diese Unterstützungsstrukturen kennenlernen, einen Einblick darein erhalten und einen Überblick über die wichtigsten relevanten Organisationen. Wir haben ja schon mehrfach besprochen und auch gesehen, dass die solidarische Ökonomie in sich sehr divers ist, also sehr vielfältig ist. Wir sehen das schon bei der Frage der Definition, was ist denn solidarische Ökonomie? Da haben wir uns darauf geeinigt, davon eigentlich nur im Plural zu sprechen, von den solidarischen Ökonomien, eben aufgrund der Vielfältigkeit der Ansätze, aufgrund auch der undogmatischen Seite, die diese Bewegung ja behalten soll, wenn sie nicht in ein Korsett gepresst werden soll. Ja? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite genau dieser Unübersichtlichkeit oder Vielfältigkeit ist, dass nach außen hin häufig das Bild der solidarischen Ökonomie auch nicht ganz klar ist. Ja, das haben auch viele Befragungen gezeigt, beispielsweise unter Gründungswilligen. Wenn die gefragt wurden, ob sie überhaupt das Wort solidarische Ökonomie kennen, dann haben sie das meistens verneint. Beim Thema Genossenschaften sieht es zum Glück schon ein bisschen anders aus. Aufgrund der Entwicklungen, die wir auch im Genossenschaftskapitel schon besprochen hatten, aufgrund der verstärkten aktiven Öffentlichkeitsarbeit, die in den letzten, sagen wir, 8 bis 10 Jahren auch seitens der zuständigen Verbände auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene und auch auf UN-Ebene stattgefunden hat. Mittlerweile ist es sogar so, dass über 80% der Befragten, hat kürzlich die Uni Münster untersucht, über 80% der Befragten mit dem Begriff Genossenschaft ein positives Bild assoziieren. Das war auch, wie gesagt, vor kurzem noch nicht so. Also ich selbst habe es erlebt, sehr oft sogar erlebt, vor circa 10 bis 15 Jahren, dass Genossenschaft sehr, sehr negativ besetzt war, also nicht nur neutral besetzt war, von durchaus auch an Gründungen interessierten Menschen, sondern direkt negativ besetzt war. Ja? Also Genossenschaft hatte so den Anstrich von etwas sehr Altbackenem. Ein Verbund oder eine Organisation, ein Club von älteren Herren, so war ein bisschen das Image der Genossenschaft. Und wie gesagt, durch die gemeinsame Anstrengung der genossenschaftlichen Bewegungen und Institutionen ist es wirklich gelungen, in den letzten Jahren dieses Image ganz, ganz stark zu verändern. Wir betrachten ja die Genossenschaften als eigene Gruppierung innerhalb der solidarischen Ökonomie, die natürlich auch eine ganz andere Geschichte hat und auch andere Strukturen im Lauf dieser Geschichte aufgebaut hat. Die solidarische Ökonomie ist an diesem Schritt im Grunde genommen noch immer dabei, diese Strukturen aufzubauen, und hat eben aufgrund ihrer Vielfältigkeit, auch aufgrund der starken Bewegung, die einfach in der Ökonomie stattfindet und an der sie sich natürlich auch immer orientiert, hat sie einfach diese festen Strukturen so noch gar nicht ausgebildet. Ich würde aber sagen, dass aktuell schon auch in dem Feld erkennbar ist, dass sich Unterstützungsstrukturen sehr stark nach den verschiedenen Sektoren ausbilden. Wir hatten die Sektoren ja benannt, entsprechend der Transformationsstrategie, Energie
Urbanisierung und Ernährung, Landwirtschaft, Landnutzung. Und es lässt sich beobachten, auch schon zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich im Bereich der Energieprojekte, also Energiegemeinschaften, Energiegenossenschaften, eigene Strukturen ausgebildet haben. Im Bereich des gemeinschaftlichen oder genossenschaftlichen Wohnungsbaus sind auch eigene Strukturen vorhanden, die durchaus auf eine Geschichte zurückgreifen können, auch der Baugenossenschaften und so weiter, also da auch schon Strukturen ausgebildet haben, die jetzt auch genutzt werden können von solchen Projekten wie Mietshäuser-Syndikat oder ähnlichem, was ich gestern erwähnt hatte. Und im Bereich der solidarischen Ernährungskonzepte, also solidarische Landwirtschaft und so weiter, bilden sich momentan auch schon Strukturen aus, die diese Konzepte unterstützen, weiterentwickeln. Wie gesagt, Weiterbildungsangebote für interessierte Höfe beispielsweise, die durchgeführt werden von teilweise kirchlichen Trägern, also von einzelnen Akteuren, die in dem Bereich aktiv sind und auch möchten, dass dieser Bereich sich weiterentwickelt. Zurück nochmal zum Thema Genossenschaften. Es war ja gestern schon deutlich geworden in dem Abschnitt über die Struktur der Verbände, über auch die verschiedenen Spaltungen, die die Genossenschaftsverbände durchlebt haben, durch die Schwierigkeiten, die sie miteinander auch immer hatten, im Blick darauf, ein gemeinsames Ziel auch wirklich umzusetzen. Und diese Spaltung der Genossenschaftsverbände ist auch ein Thema, was bis heute nicht ganz abgehakt ist, sondern was sie im Grunde auch noch erleben und erkennen können daran, dass sie eine von außen wirklich unüberschaubare Vielfalt von Verbänden haben, die auch Angebote an ihre Mitglieder oder auch an Nichtmitglieder entwickeln, die aber natürlich von außen so als solche gar nicht unbedingt erkennbar sind. Die Genossenschaftsverbände nehmen in dieser Spaltung oder auch in dieser Vielfalt und Unübersichtlichkeit immer noch eine zentrale Stellung ein in der Begleitung von Gründungsprozessen und haben auch einen wichtigen Einfluss auf die Erfolge von Gründungsvorhaben. Wie gesagt, diese Umfrage hat ergeben, dass mittlerweile das Image sehr gut ist und dass die Genossenschaften insgesamt sich in einem Aufwind befinden. Und zwar nicht nur in dem Bereich der Energiegenossenschaften. Man sieht es hier auf dieser Grafik ganz deutlich. Die blaue Linie, die kennzeichnet den schon besprochenen Boom von Energiegenossenschaften seit 2007, also in der Phase 2007 bis 2012. Aber daran angehängt, sehen Sie, gibt es auch insgesamt einen Anstieg von Gründungen, was damit zu tun hat, dass die Genossenschaft eben jetzt, das hatten wir ja auch schon gesagt, die Genossenschaft ist ein Phänomen der Wirtschaftskrisenzeiten und auch der strukturellen Umbrüche. Ja, die Genossenschaften haben diese Umbrüche immer ein Stück weit aufgefangen und es scheint so, dass das im Moment auch die Tendenz ist, dass viele Verwerfungen dieser Umbrüche, die wir gerade erleben, auch sozusagen von dem genossenschaftlichen Sektor ein bisschen neutralisiert werden können, insofern als sie die Möglichkeit eröffnen, dann für ihre Mitglieder sich doch wirtschaftlich einigermaßen gut zu betätigen. Also nochmal zu dem aktuellen Stand des genossenschaftlichen Sektors. Es gibt Stand 2012 circa 8.000 Genossenschaften in Deutschland. Wie gesagt, auch das ist nicht ganz einfach, sich die aktuellen Zahlen immer heranzuziehen, weil wir auch in diesem Sektor gar keine zentralen Statistiken haben, keine zentralen Erfassungen, sondern aufgrund der Vielfalt der Verbände hat praktisch jeder Verband seine eigene Statistik. Das heißt, wenn Sie jetzt als Studierende einfach mal schnell wissen wollen, wie viele Genossenschaften gibt es denn in dem und dem Bereich, Gründungszeit von dann bis dann kriegen Sie das nicht einfach so ausgespuckt, sondern
Das muss alles zusammengeführt werden und ist allein damit schon ein richtiger Aufwand, überhaupt die Zahlen, Daten, Fakten aus dem Genossenschaftssektor heranzukriegen. Da macht sich also auch noch diese Vielfalt und auch die teilweise aus der Spaltung der Bewegung hervorgegangene unterschiedliche Ausrichtung der Verbände noch bemerkbar. Insofern, das ist auch natürlich ein Faktor, der nicht unbedingt dazu beiträgt, eine Gründung beispielsweise einfach zu machen. Ja? Weil wenn Sie als Außenstehender sich erstmal einarbeiten müssen in einen Sektor und es so kompliziert wird, dann ist es nicht gerade anregend für Sie zu sagen, ja, ich mache das. Ja? Aber das haben auch die Verbände schon selbst erkannt. Wie gesagt, in Deutschland 21,4 Millionen Mitgliedschaften. Das heißt, mit steigender Tendenz, wir sehen das hier auf dieser Grafik, wo Sie ganz klar sehen, die blaue Linie, die zeigt den Gründungsboom der Energiegenossenschaften an. Der wurde aber durchaus gefolgt, dem wurde gefolgt auch in anderen Sektoren, sodass wir heute also einen Anstieg der Genossenschaften insgesamt haben. Weltweit übrigens, und man kann auf UN-Ebene sagen, dass weltweit circa 1 Milliarde Genossenschaftsmitgliedschaften in 2,6 Millionen Genossenschaften vorhanden sind und dass die Genossenschaften über 100 Millionen Menschen Arbeitsplätze bieten. Ja? Was auch eine richtige Zahl ist. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, das sind dann vielleicht Genossenschaften wie Genossenschaftsbanken oder Ähnliches, wo Sie jetzt nicht jeden Tag in Ihrer Arbeit daran erinnert werden, dass Sie ein genossenschaftliches Mitglied sind, was unbedingt alles mitbestimmen kann. Selbst wenn Sie davon ausgehen, dass die Intensität der genossenschaftlichen Beteiligung der Mitglieder sehr, sehr unterschiedlich sein kann, ist es doch eine Basis, die wirklich ein Fundament darstellt, wenn man auch über die strategische Ausrichtung und das strategische Potenzial der Genossenschaft spricht, die wirklich bedeutend ist. Ja? Also ein bedeutender Faktor, in Deutschland nicht mal am ausgeprägtesten, sondern hatten wir auch schon besprochen, in der Schweiz beispielsweise noch stärker ausgeprägt. Und eben EU-weit auch stark ausgeprägt. An diese Mitgliedschaften, die teilweise auch passiv sein mögen, kann auf jeden Fall mit einer aktiven Arbeit immer wieder angeknüpft werden. Und man kann auch davon ausgehen, dass Menschen, die in diesen Zusammenhängen arbeiten und beschäftigt sind, zumindest in den Grundlagen eine andere Unternehmenskultur erfahren, als außerhalb dieses Sektors. So, jetzt kommen wir zu den Fördermöglichkeiten. Das ist auch ein sehr lange schon debattiertes Thema, weil einfach es so ist, dass die Genossenschaften ja kooperative Unternehmen sind, also sprich Gemeinschaftsunternehmen, die von mehreren gleichberechtigten Personen gegründet werden. Und in der Logik unserer Wirtschaftsweise ist dies erstmal so gar nicht vorgesehen. Das heißt, sämtliche Gründungsinstrumente, die bei uns jetzt abrufbar sind für jeden Existenzgründer, Existenzgründerin, die fallen eigentlich für die Genossenschaften erstmal raus. Und zwar deswegen, weil sie überwiegend personenbezogen sind. Ja? Also so etwas wie Gründerkredit von der KfW oder KfW Startgeld oder auch KfW Gründercoaching-Programm oder auch die Möglichkeit des Eingliederungszuschusses der Arbeitsagentur, die Selbstständigkeit nach Kündigung oder nach Ausscheiden aus einem Angestelltenverhältnis fördert.
Das sind alles Dinge, die nur Einzelpersonen zugutekommen können. Insofern haben sich auch viele schon damit beschäftigt und auch schon versucht, da noch Hintertürchen zu finden. Das ist aber alles wirklich sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, die Gründung als Gruppe, als kooperative Gemeinschaft ist in der gängigen Unternehmensweise einfach gar nicht mitgedacht. Es gibt natürlich immer wieder Forderungen, diese Förderlinien auch zu erweitern. Und zwischendurch sieht es auch manchmal so aus, als ob sich da etwas tut. Aber im Grunde kann man sagen, unterm Strich, dass die Genossenschaften eigentlich nur die unternehmensbezogenen Förderinstrumente nutzen können. Das heißt, die Förderinstrumente, die jedem anderen kleinen und mittleren Unternehmen sind es ja in der Regel, also bis 250 Mitarbeiter. Darüber hinaus kommen die Gründungen selten. Also fallen sie praktisch unter die KMU-Definition und können sich auch hier an den Förderprogrammen, an den Ausschreibungen, an den Investitionszuschüssen und Ähnlichem ganz normal beteiligen. Das gilt aber nur dann, wenn sie bereits das Unternehmen gegründet haben. Ja? Und der Gründungsprozess selbst stellt natürlich einen erheblichen Aufwand dar. Das hatten wir auch schon besprochen. Wenn man davon ausgeht, dass auch schon eine Einzelgründung einen Vorlauf von mindestens einem halben Jahr hat, wenn nicht länger, dann kann man das auch multiplizieren. Wenn mehrere Menschen daran beteiligt sind, die müssen sich ja dann alle umorganisieren, auf eine neue Unternehmensgründung hin ausrichten. Sie müssen vor allem sich auch noch miteinander abstimmen. Und das alles ist natürlich dann noch sehr viel aufwendiger als eine Einzelgründung. Das heißt, in dieser ganzen Vorphase sind dann solche Gründungen einfach auch komplett allein gelassen und müssen sich irgendwie über Wasser halten und das irgendwie hinbekommen. Und wenn sie Glück haben, kommen sie dann in der richtigen Situation an den richtigen Verband, der ihnen dann auch die entsprechende Beratung anbietet. Ganz interessant zu dem Bereich nochmal auch eine neuere Untersuchung der Universität Köln, die jetzt nochmal sich die Gründungsprozesse genauer angeschaut haben, von Neugründungen eben. Die haben dann auch die Beteiligten gefragt, wie sie denn überhaupt, und zwar, die haben junge Genossenschaften befragt mit Gründungsjahren zwischen 2006 und 2013. Und die haben sie befragt, wie sie denn überhaupt auf die Unternehmensform Genossenschaft aufmerksam geworden sind. Und dann sehen Sie schon, dass ganz oben kommt als Hauptantwort durch eigene Recherche, ja, also oder durch Vorbilder, das heißt durch ein Best-Practice-Beispiel, was Sie aus Ihrem eigenen Umfeld kennen, ja, das können durchaus Energiegenossenschaften gewesen sein, wo sich manche vielleicht gedacht haben, ah ja, wenn das so gut läuft mit den Energiegenossenschaften, warum kann das nicht auch in anderen Sektoren eine Option sein? Und sich dann also selbst damit auseinandergesetzt haben. Und erst danach, nach diesen Antworten, also eigene Recherche und persönliches Umfeld, kommen dann die genossenschaftlichen Verbände und die Genossenschaftsbanken. Und erst ganz, ganz weit unten kommen dann Kommune, Bürgermeister, Steuerberater, Unternehmensberater, Sonstiges, Industrie- und Handelskammern ganz am Schluss. Ja? Und allein aus dieser Befragung kann man schon ganz genau sehen, wie der Informationsfluss über diese Unternehmensform gestaltet ist. Dass er also letztendlich in den offiziellen Regularien, in den Standardregularien überhaupt nicht vorkommt. Das werden Sie selber auch aus Ihren Studien wissen. Zum Thema Genossenschaft ist dort in der Regel, wenn es um Unternehmensformen geht, auch kein Kapitel eingebaut.
Ja, dann wurden eben diese Neugründer auch befragt, was sie sich denn noch wünschen würden über die erfolgte Beratung hinaus, beziehungsweise von wem sie dann beraten worden sind. Da haben dann die meisten gesagt, sie sind von den Verbänden beraten worden. Dann bei der Frage nach der Zufriedenheit haben sie aber überwiegend geäußert, dass sie sich mehr neutrale Beratungen wünschen würden. Also Beratung, die außerhalb der Verbände stattfindet. Das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil natürlich die Verbände auch wieder Interessenspolitik machen und das offensichtlich bei den Gründern dann auch ein bisschen mit Vorbehalt wahrgenommen wird, weil ihnen einfach dieser Schritt davor fehlt, dass ihnen nämlich jemand mal ganz neutral erklärt, was sind denn die Vor- und Nachteile einer Genossenschaft. Das wird ein Verband möglicherweise auch nicht so intensiv machen dann natürlich. Was unterscheidet das denn beispielsweise von einer GmbH, von einer GbR und so weiter? Also da wurde ein großer Bedarf angemeldet. Und es ist letztendlich denken Sie an das, was wir besprochen hatten, schon zu den Projekten der Kartierung und auch der Gründungsberatung. Das zeigt letztendlich, dass diese Initiativen genau diese Lücke auch füllen, ja, und da im Grunde genommen auch eine sehr, sehr große Resonanz erwarten können. Das hatte sich ja auch schon gezeigt bei den Auswertungen der Inkubation in Brasilien, dass dort die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, diese ganze Vorphase, diese Präinkubation, also die Vorbereitung letztendlich auf die Gründung mit all ihren, auch mit dem Kleingedruckten, ja, was bedeutet denn eine Genossenschaft, was heißt das genau für mich? Das ist eigentlich das Aufwendigste in der ganzen Beratung und da gibt es auch den höchsten Bedarf. Ja, das heißt, unterm Strich, diese Ansätze sind letztendlich richtig und sollten unbedingt auch weiterverfolgt werden. Und das können Sie aber natürlich auch wiederum nicht aus eigener Kraft. Da sind wir wieder bei der Frage der Rahmenbedingungen, bei der Finanzierung, weil natürlich auch diese Beratungsangebote außerhalb der Verbände überhaupt nicht finanziert werden im Moment. Also in dem Dilemma stecken, dass einerseits Gründungswillige da sind, die aber kein Kapital haben, ja, und andererseits ein Förderinstrument für diese Vorgründungsphase auch nicht vorhanden ist. Häufig kann man das überbrücken durch durch kleine Projektanträge bei Stiftungen oder bei beispielsweise LIDA-Projekten oder sonstigen EU-Projekten, wo das vielleicht mit reinpasst. Aber wie gesagt, auch das ist dann wieder in der Verantwortung dieser Gründungsinitiative, sich auch noch darum zu kümmern, wie denn die Beratung, die sie eigentlich brauchen, dann finanziert werden soll. Also es ist nicht gerade eine Erleichterung auf dem Weg. Insgesamt ist aber dieser Trend, den auch die Genossenschaftsverbände jetzt sehr deutlich wahrnehmen, der Trend zur Neugründung in dem Segment deckt sich auch mit anderen Studien. Es gibt jetzt gerade ganz neu eine Studie über Sozialunternehmen von der Stiftung Ashoka und McKinsey durchgeführt, also auch global. Und das hat ergeben, die haben also Sozialunternehmen, die Social Startups letztendlich untersucht und haben dort auch gesehen, dass diese Social Startups in der Regel viel zu wenig Startkapital haben, dass sie aber überwiegend auch erhebliche Leistungen für das Gemeinwohl erbringen. Ja, also die Social Startups sind ja auch gerichtet auf einen Geschäftssinn, der im allgemeinen Interesse
vorhanden ist oder besteht. Ja? Also sie sind jetzt keine Genossenschaften, aber sie haben auch die Ausrichtung auf das Gemeinwohl. Beispielsweise im Gesundheitsbereich wurde das in dieser Studie durchgerechnet, dass ein Social Startup, was eine besondere Methode der Früherkennung von Brustkrebs entwickelt hat, wenn die sozusagen entsprechendes Kapital hätten, um sich auszubreiten und um dieses Angebot wirklich in die Breite zu bringen, dann könnte das volkswirtschaftlich gerechnet mehrere Milliarden Euro sparen, die dann im Gesundheitsbereich hinterher ausgegeben werden müssen für die entsprechend Erkrankten. Das sind natürlich solche volkswirtschaftlichen Rechnungen. Die sollten jetzt nicht unbedingt die Basis einer solchen Haltung bilden, aber gehen trotzdem in die richtige Richtung, nämlich zu sagen, das, was wir dort finden in diesem Bereich und auch der Start-up-Bereich ist sehr, sehr stark am Expandieren, weil auch gerade die jungen Gründer und Gründerinnen sehr, sehr stark werteorientiert sind in ihrer Gründung. Also dieses Konzept Wirtschaften mit Sinn ist für diese Generation sehr, sehr fundamental. Und das bedeutet auch, dass sie dann durchaus Nachteile in Kauf nehmen, also weniger Kapital zu bekommen oder auch weniger Anschlussmöglichkeiten an Finanzierung zu bekommen. Das ist den Betroffenen dann in dem Moment auch weniger wichtig. Aber, und das sagt die Studie eben ganz klar, in diesem Bereich liegt ein Milliardenpotenzial für soziale Innovationen verborgen und das muss im Grunde die ganze Gesamtgesellschaft bitte erkennen, ja, so lautet der Appell, aber auch die Betroffenen selber sind gefragt, darin im Grunde nochmal nach außen viel besser darzustellen, welchen Wert sie für das Gemeinwohl schaffen. Also auch da nochmal deutlicher mit den eigenen Beiträgen nach außen zu gehen und die auch abzusetzen, positiv abzusetzen von den Beiträgen, die Großkonzerne beispielsweise bringen, die nämlich in der Regel für das Gemeinwohl unterm Strich 0 bis negativ ausfallen. Ja, jetzt nochmal zu der Frage, wie komme ich denn zu Wissen über Gründungsabläufe, wenn ich jetzt beispielsweise wirklich mir mal vorstellen möchte, ich hab eine Idee und ich finde es mit den Genossenschaften auch sehr ansprechend, aber auch gleichzeitig kompliziert. Wie komme ich denn da am besten vorwärts? Und da ist es zum Glück auch so, dass mittlerweile einiges entstanden ist an Angeboten. Dass, wie gesagt, der Anfang auch gerade der neueren Gründungswelle liegt immer wieder bei den Energiegenossenschaften, weil im Kontext der Energiegenossenschaften hat sich ein Portal gegründet mit dem Namen Energiegenossenschaftengründen.de und dort ist sozusagen eine grundlegende Qualifizierung entwickelt worden für energiegenossenschaftliche Projektentwickler, also eine richtige Weiterbildung, die auch zertifiziert war und sehr, sehr professionell aufgebaut war und mit der Intention natürlich auch in der Regel Menschen aus den Gründungsinitiativen heraus, Einzelne aus den Gründungsinitiativen heraus, weiterzubilden zum Projektentwickler. Weil man hat auch sehr schnell bei den Energiegenossenschaften gesehen, dass die Thematik so komplex ist. Sie erinnern sich nochmal, Multi-Stakeholder-Genossenschaften, Contracting-Modelle und so weiter. Also das sind alles ziemlich komplizierte Abläufe, die, sage ich mal, in normalen ehrenamtlichen Voraussetzungen, die man beispielsweise als Vorstand oder so einer Genossenschaft dann so mitbringt, dass es dann auch schon nicht mehr ausreicht. Das heißt, da ist sofort reagiert worden. Diese Kurse sind auch extrem gut angenommen worden, haben sich in Windeseile verbreitet, hatten mehrere Durchläufe in allen Bundesländern,
haben dann auch den Deutschen Solarpreis unter anderem bekommen, genau für diese Weiterbildung. Und mittlerweile ist das Portal auch so gestaltet, dass diese Qualifizierungen nicht mehr kostenpflichtig sind. Also die waren vorher schon auch, sage ich mal, im normalen Preissegment von solchen Weiterbildungen. Mittlerweile ist aber ziemlich viel davon kostenfrei online zur Verfügung gestellt worden. Und hier sehen Sie zum Beispiel den Online-Selbstlernkurs für Genossenschaften gründen. Der ist dann zwar auch kostenpflichtig, aber ist auch schon mal vom E-Learning-Format her einfacher zu handeln. Und wie gesagt, auf dieser Seite finden sich auch Blogs und Austausch und Erfahrungsaustausch und Wissensaustausch über Gründungsprozesse und so weiter, sodass man da also eine Fundgrube wirklich hat als Praxisplattform. Das ist im Grunde, denke ich, so vorbildlich für Gründungsunterstützung, Gründungsqualifizierung. Und parallel dazu ist gerade im Energiesektor, wird auch die entsprechende Lobbyarbeit gemacht, weil, das hatten wir ja auch gesehen, die Energiegenossenschaften müssen sich auch immer wieder mit neuen Rahmenbedingungen, auseinandersetzen mit den EEG-Novellen, mit dem Hin und Her auch, was in der Regel verbunden ist mit den EEG-Novellen. Und da ist jetzt als Beispiel mal zu nennen das Bündnis Bürgerenergie, in dem mittlerweile über 200 Mitglieder sich zusammengeschlossen haben. Also Mitglieder heißt Genossenschaften, Energiegenossenschaften, die gemeinsam ihre Interessen vertreten, die Positionspapiere schreiben, die an die entsprechenden Ministerien weiterleiten, die Petitionen initiieren, die Gespräche, Dialoge mit Abgeordneten initiieren, um das Projekt Energiewende weiter nach vorne zu treiben, die Interviews machen, die Erfahrungswissen weitergeben, die auch Foren und Konferenzen veranstalten und das ganze Thema Energiewende auf der Lobbyarbeitsebene begleiten. Also das ist eigentlich im Energiesektor so ein sehr schönes Zusammenwirken von einerseits Qualifizierung, andererseits Lobbybildung, was letztendlich beides Rahmenbedingungen und Eckpfeiler sind, die ganz essentiell sind für die Erleichterung weiterer Gründungen. Ja, die solidarische Ökonomie, jetzt nochmal davon etwas getrennt gesehen, verfügt ebenfalls über eine große Vielfalt von Akteuren, auch schon mit langer Erfahrung, mit langer Präsenz auf dem Markt. Zu nennen ist da in erster Linie das Netzbund, Netz für Selbstverwaltung und Selbstorganisation, was sich in den 80er Jahren gegründet hat, aus den westdeutschen Alternativbewegungen heraus, der AG Spack. AG Spack ist ja auch ein Verlag, der noch bis heute sehr viel publiziert zu den Themen. In Verbindung mit der Kontraste, Monatszeitung für Selbstorganisation und damals im Zuge auch der Gründung der Ökobank. Die Ökobank war ja auch sozusagen ein flankierendes Instrument, was einfach die Gründungen der alternativökonomischen Betriebe, der Kollektive und so weiter erleichtern sollte. Also das Netz ist auch ein Dachverband, bestehend aus verschiedenen Branchenverbänden und aus selbstverwalteten Betrieben, die diesen Zusammenschluss auch so gewählt haben, um eine größere Verhandlungsmacht letztendlich bundesweit zu gewinnen. Aus diesem Netz für Selbstverwaltung ging dann 2001 die Gründung der Innova EG hervor. Das ist eine Genossenschaftsgründungsagentur, also spezialisiert, selbst eine Beratergenossenschaft und spezialisiert auf die Beratung von Genossenschaftsgründungen. Ein absoluter Pionier, die letztendlich auch sich seit ihrem Bestehen
sowohl mit der komplizierten Struktur der Verbände auseinandersetzen, als auch mit dem chronischen Kapitalmangel, der sich für diese Beratungsleistung letztendlich immer wieder ergibt, die aber auch nichtsdestotrotz diese Beratungsleistungen immer wieder ermöglichen und auch politisch dafür eintreten an den entsprechenden Stellen, dass die Situation verändert wird. Zum Netz ist noch zu sagen, dass das Netz Regionalverbände hat, die auch ganz autonom sind. Also das Netz NRW hat sich mehr auf Ökologie und soziales Wirtschaften spezialisiert, ist mehr oder weniger ein Verband für Kleinbetriebe und soziale Organisationen. Das Netz Berlin-Brandenburg engagiert sich sehr stark mit genossenschaftlichem Wirtschaften und Antiprivatisierungskampagnen. Also in Berlin beispielsweise ging es um die Privatisierung der Wasserbetriebe und Ähnliches. Dort wird dann auch politisch entsprechend eingegriffen und werden auch Vorschläge unterbreitet, die dann auch mehr Menschen erreichen als nur die selbstverwalteten Betriebe. Dann ist zu nennen auch als Institution der Theoriekreis Alternative Ökonomie, TAG-AÖ, auch entstanden aus der alternativökonomischen Bewegung der 70er und 80er Jahre. TAG-AÖ ist auch eine komplett selbstverwaltete Gruppe natürlich, die auch auf der Grundlage von chronischem Kapitalmangel, weil natürlich die Forschungen auch über die alternativökonomische Bewegung auch nur sozusagen von denen in relativ prekären Rahmenbedingungen geleistet werden konnten, die selbst darin engagiert waren, weil, wie gesagt, die anderen Sektoren der Wirtschaft diesen Bereich ja gar nicht als wichtig erachtet hatten. Das heißt, dort sind dann auch wieder selbst initiierte Theorie-Arbeitskreise, Arbeitsgruppen entstanden, die zum einen für sich selber natürlich auch ihre eigene Arbeit reflektiert haben, aber auch immer wieder Vorschläge entwickelt haben zur Weiterentwicklung dieser theoretischen und auch praktischen Ansätze. Zu TAG-AÖ findet man aber auch sehr viel im Netz mittlerweile an Arbeitspapieren und an Erfahrungsaustauschen und auch an Theorieansätzen. Wie gesagt, die Quellen kriegen Sie dann noch am Ende. Dann ist auch bekannt noch das RGW-Beratungsbüro, RGW wirklich auch angelehnt an den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das heißt, ein Ansatz, der letztendlich eine kollegiale Beratung untereinander vorangetrieben hat, wo Kollektivbetriebe sich gegenseitig Hilfestellung gegeben haben bei sehr vielen Schwierigkeiten, die natürlich immer wieder auftauchen, sei es Gruppenkonflikte, sei es Auseinandersetzungen rechtlicher, juristischer Natur, sei es Probleme mit Bankfinanzierungen oder. Und auch dazu gibt es eine Fülle von Wissen, was dort zur Verfügung steht, was auch mittlerweile anfänglich zumindest verschriftlicht wird. Ja, dann ist zum Thema Unterstützungsstrukturen noch wichtig der Kongress Solidarische Ökonomie 2006 in Berlin. Das kann man sagen, ist für Deutschland zumindest so ein Meilenstein gewesen, wo eigentlich erstmals seit langer Zeit die verschiedenen Strömungen der solidarischen Ökonomiebewegung sich versammelt haben. Also die schon bereits genannten, mit aber noch ganz vielen anderen Netzwerken politischer Kommunen, Netzwerken der Ökodörfer und so weiter. Also die ganze Palette im Grunde von dem, was in Deutschland vorhanden ist. Und man hat damals eben sich zusammengesetzt, sich ausgetauscht und auch natürlich festgestellt, dass es an Einheitlichkeit sehr stark mangelt. Und dass diese Einheitlichkeit aber irgendwie auch erreicht werden muss, wenn man denn ein bisschen stärker werden möchte und auch gesellschaftlich wahrgenommen werden möchte.
Da ist auch die entsprechende Literatur entstanden, die eigentlich immer noch ein Referenzpunkt ist, ein wichtiger, nämlich dieser Sammelband Solidarische Ökonomie im globalisierten Kapitalismus. Dort findet sich so eine Zusammenschau von allem, was weltweit so zur Verfügung steht, an Theorieansätzen, an wichtigen praktischen Ansätzen. Und daraus ist dann auch später der Wegweiser Solidarische Ökonomie geworden, den Elisabeth Voss verfasst hat, auch selber eine Aktivistin aus dem Netzumfeld, die lange politische Arbeit und auch Beratungsarbeit gemacht hat und jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel verschriftlicht hat, damit einfach diese Erfahrungen auch erhalten bleiben. Dem folgte dann 2015 der Solikon-Kongress, ein internationaler Kongress zu solidarischer Ökonomie in Berlin. Dort war dann verstärkt die internationale Präsenz wichtig. Also damals war der Staatssekretär aus Brasilien beispielsweise auch dort auf dem Forum. Es waren Leute im Grunde genommen aus allen Kontinenten da. Es wurde zu fast allen Themen diskutiert und es hat sich auch da wieder ein Stück Weiterentwicklung der Bewegung ergeben. Neue Initiativen sind entstanden, neue AGs sind entstanden. Eine Institution ist beispielsweise die Wandelwoche in Berlin, die jetzt auch noch jährlich stattfindet, wo man also eine Woche lang alternative Betriebe und Projekte besichtigen, in Anführungszeichen besichtigen kann, also an Erfahrungen, an Erfahrungsaustausch dieser Projekte teilnehmen kann und sie auch besuchen kann, was sehr, sehr gut angenommen wird. Und im Zuge dessen ist auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile vorhanden. Also es sind Filme, wie dieser Film beispielsweise zur Wandelwoche, verfügbar und sehr viel Material, was es vorher nicht gegeben hat.